Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU8, wo der Necromant released worden ist, beziehungsweise ja, der Necro-Server, wo ganz viele Leute mit der neuen Klasse gestartet haben. Und ja, für mich heißt es auf diesem Server Abschied nehmen, denn ja, wie ihr ja bereits wisst, sind mir meine 3 Accounts, die ich immer aktiv spiele, mehr als genug, und deswegen kann ich keinen 4. Charakter anfangen. Und jetzt, wo bald auch die neue EU9-Welt startet, auf der ich natürlich auch wieder zumindest zum Anfang auf jeden Fall mit dabei sein möchte, wird das denn hier auch dementsprechend zu viel. Ich habe das Ganze auch schon kommuniziert gehabt hier mit der Gilde, dass ich jetzt hier soweit raus bin, und das war auch, hatte ich auch hier geschrieben gehabt, von Anfang an klar. Der El Chefe hatte mich ja freundlicherweise zu seiner Gilde, den Lämmerlegenden, eingeladen. Dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Grüße gehen raus auf jeden Fall an der Stelle. Und ja, das war auch von Anfang an so abgesprochen, dass ich nur den ersten Monat oder so auf dem Server hier wahrscheinlich spielen werde und danach ja den Account wieder auf Glatteis lege. Den nehmen wir noch mit. Und ja, deswegen, sobald hier Ersatz gefunden wird, ihr könnt natürlich auch sehr gerne, falls ihr auf EU8 noch eine aktive Gilde sucht, könnt ihr hier natürlich auch sehr gerne mal reinschauen und mal den El Chefe oder die Offiziere anschreiben hier, ob da noch Platz ist. Deswegen Shoutout auf jeden Fall hier an die Lämmerlegenden, auch eine sehr nette Gilde, und deswegen vielen lieben Dank auch auf jeden Fall für die Aufnahme. Ich wollte den Nekromanten ja so ein bisschen mal antesten und mal gucken, wie mir so die Klasse gefällt. Und ja, habe das jetzt auch gemacht, habe viele Dungeon-Push-Videos dazu aufgenommen gehabt und muss sagen, abschließend nochmal, der Nekromant ist halt eine coole Klasse an sich so, ne? Gefällt mir tendenziell echt gut, muss ich sagen. Allerdings ist es halt wirklich ziemlich random, aber ja, mit dem Packaging, sag ich mal, was der Necro mit sich bringt, die ganzen verschiedenen Fähigkeiten so, die sind alle cool, aber dadurch, dass es halt so vielfältig ist und man halt immer die, ja eigentlich nur darauf hofft, dass man den Jagdhund bekommt mit dem ja, Crit-Bonus, ist es halt ziemlich random, sag ich mal, und deswegen braucht man tendenziell wahrscheinlich mehr Pilze für einen Dungeon, weil man halt die richtige Kombination treffen muss, als vielleicht beim Demon Hunter oder beim Bersi vielleicht, obwohl der Necro auf jeden Fall auch mit den Klassen auf gleicher Stufe, glaube ich, eingerankt worden ist, was so die Dungeon-Kämpfe angeht, und deswegen könnt ihr den auf jeden Fall auch legit spielen. Die Klasse ist well balanced, so wie ich das gehört habe. Also die ist jetzt nicht overpowered, die ist aber halt auch nicht zu schwach. Also ist genau so, wie sie eigentlich sein soll, und deswegen kann ich da auf jeden Fall auch eine Empfehlung rausgeben an der Stelle. Und ja, gerade die Kämpfe sind halt das, was den Necro ausmachen, ne? Guckt euch das an. Wenn hier der Crit-Treffer reinschallert, ne, dann ist hier aber gute Nacht Marie. Ja? Also das ist echt 8,9 Mille. Also das ist schon echt ordentlich. Ne? Jetzt haben wir natürlich sehr viel Glück gehabt, dass wir zweimal hintereinander hier den Jagdhund bekommen haben, plus den auch noch gekrittet haben. Ne? Aber was ich sagen wollte ist, gerade die Kämpfe auf dem Nekromanten sind es halt für mich persönlich, muss ich sagen. Ich habe mir die in der Vergangenheit, gerade die spannenden Kämpfe, habe ich mir sehr gerne angeschaut gehabt, weil die halt eben, ja, sehr vielfältig sind. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Das ist kein stumpfes Magier-Battle, sag ich mal, wo es nur darauf ankommt, wer zuerst crittet oder so, oder ja, ein stumpfes Krieger gegen Krieger-Battle, ne, wo halt, keine Ahnung, so übelst wenig Schaden ausgeteilt wird und die ganze Zeit die Schilde gehoben werden, so, ne. Also ist auf jeden Fall ziemlich, ja, wie soll ich sagen, es ist ziemlich ansehnlich, sag ich mal, sich die Dungeon-Kämpfe auch zwischendurch mal anzugucken, und deswegen macht es auch gerade Spaß, die Klasse auch in den Dungeons so ein bisschen zu spielen. Und ja, ich würde auch sagen, für wen ist die Klasse so geeignet? Für Hardcore-Shroomer, sag ich mal, die wirklich extrem reinpilzen wollen,
Die machen mit der Klasse auf jeden Fall auch nichts falsch, denke ich mal, zum Serverstart. Steht halt, wie gesagt, auf einer Stufe so mit einem Bersi, glaube ich. Ich glaube, der Demon Hunter ist immer noch ein bisschen weiter drüber. So, aber ich glaube, das nimmt sich auch am Ende des Tages alles nicht viel. Ne? Diese ganzen Listen und Statistiken und sowas, was ihr alles seht, zwischen den einzelnen Klassen, so, das sind halt wirklich Unterschiede, die sind wirklich marginal. Deswegen, ja, ist es egal, ob ihr jetzt nun fürs harte Dungeon-Pushen einen Bersi nehmt, einen Dämonenjäger oder den Necro jetzt vielleicht auch, weil alle Klassen auf jeden Fall ziemlich stark in den Dungeons sind und deswegen auch gut geeignet zum Serverstart, zum Pushen. Für Free-to-Play-Spieler kann man die Klasse aber auch empfehlen, muss ich sagen, weil da werdet ihr, denke ich mal, auch euren Spaß haben, weil ab und zu mal bestimmt ein Try dabei ist, so aus der Reihe, sag ich mal, wo ihr halt eben ja, überdimensional viel Schaden raushauen könnt und deswegen ja, vielleicht mal hin und wieder so den ein oder anderen ja, Glücksmoment habt, wo ihr halt eben einen Dungeon-Gegner besiegt, der vielleicht nicht so machbar ist. Diese Thematik oder diese These, sag ich mal, so wie ich es den Free-to-Play-Spielern jetzt die Klasse schmackhaft gemacht habe, spricht natürlich so ein bisschen gegen den Battle Mage Free-to-Play zu spielen, weil der natürlich in den Dungeons ja, nicht so einen hohen Glücksfaktor hat wie der Nekromant jetzt als Beispiel. Ne? Das kann man jetzt so vielleicht sagen, aber ich würde trotzdem auch am Ende des Tages auch den Battle Mage, den Free-to-Play-Spielern unter euch eventuell empfehlen, weil der natürlich auch weiß, wo seine Grenzen sind. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Gegner habt, der, ja, weiß ich nicht, der vielleicht kaum liegt oder so oder der bei 50% ist, dann wird er auch nach wie vor immer bei 50% so ungefähr bleiben, pipapo, sag ich mal. Ne? Ein paar Prozent mehr, ein paar Prozent mal weniger. Aber der wird jetzt wahrscheinlich eher nicht liegen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch nicht großartig, ja, es wird nicht großartig worth sein, dort Pilze rein zu investieren, weil die Klasse so wenig Potenzial hat, ja, so random Tries rauszuhauen, dass der vielleicht mal 50% haben kann oder vielleicht auch besiegt werden kann. So, das gibt es halt beim Battle Mage nicht. Und deswegen könnt ihr euch auf die Art und Weise natürlich auch Pilze sparen, weil ihr wisst, okay, wo sind die Grenzen beim Battle Mage. Ne? Also so oder so, jede Klasse unterm Strich kann Free-to-Play gespielt werden, kann aber auch gepilzt werden. Es gibt halt Klassen, die sind besser im PvE, so, die sind besser in den Dungeons. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Hardcore-mäßig Level machen wollt zum Serverstart und ihr wollt den Serverstart dominieren und ja, wollt euch total absetzen von der Masse, dann ist es wahrscheinlich eher kontraproduktiv, einen Battle Mage zu picken, weil der das natürlich deutlich, deutlich schwieriger in den Dungeons hat und dementsprechend eher schlechter vorankommt, beziehungsweise mehr Pilze investiert werden müssen, um mit den anderen Klassen, die es leichter in den Dungeons haben, gleich auf zu sein. Deswegen sind andere Klassen wie Bersi, Demon Hunter oder Nekromant ein bisschen günstiger zum Pushen, weil die halt eben wahrscheinlich nicht so viele Pilze brauchen wie ein Battle Mage. So, da müsst ihr, den müsst ihr ein bisschen mehr füttern, sag ich mal. Ne? Trotzdem ist der Battle Mage eine solide Klasse, auch natürlich im Late und im PvP ist am Ende des Tages Konstanz alles. So, ne? Konstanz ist im Late Game auf jeden Fall ziemlich wichtig und deswegen ja, ist der Battle Mage nachher später auch echt eine coole Klasse. So, ne? Also wie gesagt, ich hatte es ja schon öfter mal erwähnt und andere Creator auch, macht die Klassenauswahl nicht wirklich abhängig so von irgendwelchen Statistiken oder Listen oder was weiß ich, sondern ja, nehmt die so, wie es euch am besten passt. Ne? Also jetzt auch in Bezug auf EU9 Serverstart vielleicht. Ne? Ja, nehmt die Klasse, wie euch das Set am besten gefällt. Ne? Also wenn euch jetzt zum Beispiel das Beschwören der Fähigkeiten übelst Bock macht und ihr möchtet die Kämpfe gerne anschauen, dann nehmt den Nekromanten. Wenn euch beim Kampfmagier der Arkane Komet Spaß macht, da direkt zum Anfang übelst viel Damage rauszuhauen, dann nehmt den Battle Mage so. Ne? Wenn ihr Bock habt auf heftige Crits,
ne, aber wahrscheinlich nicht so viel einstecken könnt dafür im Umkehrschluss, dann nehmt halt den Magier. Ne? Das sind alles, alle Klassen sind von Grund auf pickable, so, ne? Also, das ist auch ein komisches Wort, ne? Also kann man auf jeden Fall nehmen, so, ne? Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Und ja, deswegen auf jeden Fall nicht zu viel Wert legen auf irgendwelche komischen Listen. Ich wollte gerade jetzt noch so ein bisschen den Goldschatz bzw. den Lehrmeister pushen, aber ich habe jetzt mein ganzes Gold verskillt, merke ich gerade. Das ist natürlich ein bisschen dumm gelaufen, sag ich mal, bevor ich jetzt gekickt werde, nachher früher oder später. Ach so, gut, bringt eh nichts mehr, hier das weiter zu pushen. Ja, haben wir wahrscheinlich schon fast das Maximum erreicht, denke ich mal. Und ja, das ist soweit das letzte Video von EU8 vom Nekromanten. Ne? Wie gesagt, die Klasse macht auf jeden Fall Spaß, aber ich werde sie nicht weiterspielen aus Zeitgründen einfach. Und bin gespannt, was uns dann auf EU9 erwartet, wenn dort das Expeditionsevent wieder starten soll, in abgewandelter Form. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen und das werde ich euch natürlich auch zeigen. Und ja, mal gucken, wie da so der beste Weg sein wird, wie das Ganze sich so verhält mit dem Expeditionsevent. Soll ja wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen tricky werden. So, ja, ich bin gespannt. Falls ihr da auf jeden Fall nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.